Ich bin wieder zurück in Südostasien, quasi wieder daheim. Ich habe es wieder getan. Heute Morgen um 7 landete der Flieger. Jetzt haben wir irgendwie mittags. Ich habe ewig gebraucht, bis ich das Rad hier zusammengebaut habe. Das ist übrigens ein neues Pendlerbike oder auch für Radreisen. Mache ich vielleicht ein extra Video mal drüber. Habe jetzt keine Lust dazu. Schaut euch das mal an. Ist es nicht herrlich hier? Wunderbar. Ich bin in der teuersten Stadt der Welt oder einer der teuersten, nämlich Singapur. Bleibe hier 3 Tage und ja, heute kleine Einrollrunde, weil da hinten wird schon schwarz, sehe ich. Uiuiui. Also wir machen nur eine kleine Runde, einmal um die Marina Bay, so quasi ja, in den Touristen-Hotspot, ins Epizentrum der Touris, und da klappern wir mal den ganzen Kram ab. Da drüben ist das Stadion. Den ganzen Kram dort ab, wo halt immer gerne Fotos gemacht werden vom Marina Bay, Sand Hotel und keine Ahnung, von der Helixbrücke und von diesem komischen Löwendrachen, der statt Feuer Wasser spuckt. Und dann haben wir noch so einen Apple Store, der irgendwie nur durch einen Tunnel erreichbar ist. Was haben wir noch dort? Das Riesenrad sieht man, das sieht man doch hier auch schon irgendwo. Das größte Riesenrad der Welt übrigens. Und ja, das klappern wir einfach mal kurz ab, einmal um die Bay rum und das war's dann. Und ich muss jetzt erstmal gucken, wo ich hier lang muss. Ich glaube, ich muss hier lang. Oh, da gibt es auch Räder zum Ausleihen, wie man hier sieht. Die sind hier an allen Ecken und Enden. Hello Ride heißt das Teil. Also quasi VAG von Singapur. Und ich schaue jetzt mal, dass ich den Weg finde, weil ich war hier noch nie und eine Karte habe ich irgendwie auch nicht drauf, nur so eine grüne Spur. Hat irgendwie nicht funktioniert, die Karte zu laden. Also viel Spaß bei diesem Video und los geht's. Uiuiui. Wir fahren hier mit Guide und Mikro und Lautsprecher. So geht's auch. Ich bin lieber mein eigener Guide. Aber alle haben so Falträder. Das ist auch nicht das Verkehrteste für die Stadt. Kommt man überall gut durch. Klein, handlich, kann man gut verpacken. Kann man locker mit ins Flugzeug nehmen. Auch nicht so schlecht, aber kannst halt keine weiten Touren damit machen. Ein bisschen durch die Stadt gurken. Jetzt holen wir sie wieder ein hier. Ja, ich bin mal gespannt, ob das auch wirklich die teuerste Stadt ist oder eine der teuersten. Ich bezweifle das ganz stark, weil ich habe heute schon diverse Unterschiede festgestellt. Zum Beispiel die U-Bahn ist viel billiger als in Nürnberg. Du kannst vom Flughafen hier in der Innenstadt für 2 Singapur-Dollar fahren. Das sind 1,40 oder so. Ja, 1,40. Bei uns kostet es mittlerweile 3,90. Also ist schon mal billige. Flasche Wasser war ein bisschen teurer, so eine 1,5 Liter Flasche stilles Wasser, 70 Cent ungefähr. Aber kann man jetzt auch nichts sagen, ist jetzt nicht übermäßig teuer. Ich meine, das gibt es bei uns auch, aber das billigste ist halt beim Aldi oder was für 20 Cent. Aber beim Rest gucken wir mal, Bananen und so habe ich gekauft, war jetzt selber Preis. Und na gut, essen gehen wird halt ein bisschen teurer sein, aber da halte ich mich ja sowieso zurück. Das Peloton. Vorne ist der Leader. So, und da drüben ist das Riesenrad. Das soll angeblich das größte der Welt sein. Weiß nicht, ob das stimmt. Wisst ihr das? Schreibt es in die Kommentare. Ja, Verbote gibt es ja viele hier in Singapur. Wahrscheinlich darf ich ja gar nicht mal hier auf dem Grünstreifen. Aber ich mag es jetzt trotzdem. Weil, was dürfen wir hier alles nicht? Schwimmen darf man nicht, angeln darf man nicht, Müll sowieso nicht wegwerfen.
Fische darf man auch nicht füttern, Hunde darf man auch nicht baden. Jetzt schnell weg hier, bevor der Sheriff kommt. Ich habe schon gesehen, hier sind überall Kameras auch. Also bei der Ausreise blüht mir dann so einiges. Scheiße, ich fahre ja rechts. Ist ja Linksverkehr hier. I was young and foolish, so green when we met and you were cool, tattooed with cigarettes on your breath. Caught in a craze, thinking your praise would save me. Growing strange, all that you do is change me. I was dumb, and you knew it. You knew. I think I'm better off without you. Duck-Tours. Ah ja, die Ententouren. Da unten ist auch drauf, die Tour ist. Da fragen wir den Lörg lieber auf dem Fahrrad. So, jetzt fahren wir hier durch die Riesenbrücke durch. Da drüben ist wieder das Riesenrad. Und da scheint wohl der Formel-1-Kurs lang zu gehen. Das sind zumindest so rot-weiße Markierungen. Vielleicht sieht man es. Und ja, steht auch da, Formel 1, Singapur Grand Prix. Dann wird er wohl da lang gehen. Vermute ich jetzt mal stark. Ja, es ist ziemlich windig heute. Also ich habe das externe Mikro kurz geschalten hier mit der Insta360 X4, mit der ich gerade filme. Und hoffe mal, dass das die Windgeräusche kompensiert. Hier haben wir das Riesenrad, aber so groß schaut das gar nicht aus. Also das am Volksfest ist auch nicht kleiner, oder? Naja, ein bisschen größere Kabinen hat es, aber sonst. So, und da drüben, da haben wir natürlich das Wahrzeichen. Das Wahrzeichen von Singapur, Marina Bay Sands. Das Hotel, in dem ich nie wohnen werde, weil es mich erstens nicht reizt und zweitens ich es mir auch nicht leisten kann. Aber man kann da oben auf dieser Aussichtsplattform, kostet glaube ich aber auch irgendwie ein paar Taler, glaube ich nicht so wenig, 25, 30, irgend sowas. Ich blende es mal unten ein, wenn ich es rausfinde. So, aber schon ansehnlich hier, kann man lassen. Halt alles recht modern. Das ist jetzt normalerweise auch nicht so meins, aber gut, einmal muss man schon mal herkommen und sich das angucken. Man muss ja auch nicht dauernd die Urlaub machen, kann man auch nicht, weil es ist ja die teuerste Stadt der Welt. Ja, und da drüben diese komischen Bäume oder mit diesen abgeflachten Kronen, das ist Garden by the Sands, das ist dieser Botanikgarten, Naturgarten, whatever. Und das Ding ist dann, glaube ich, abends auch beleuchtet. Sie machen da so eine Lichtershow. Das soll aber auch recht hübsch sein. Mal sehen, ob wir das zu Gesicht bekommen. Aber mir ist jetzt erstmal wichtiger, hier rumzuradeln. Den ganzen Touri-Quatsch da, den können wir später machen. That got me questioning myself whenever you leave the room. No more hurting or wasting time. Übrigens hier in der Klingel, da ist mein AirTag drin. Das ist mein GPS-Sender. Ich blende es mal ein. Ich habe am Flughafen mein Fahrrad geortet mittels GPS-Sender hier in der Klingel. Also konnte ich immer genau sehen. Oh, hier ist Dead End. Konnte ich immer genau sehen. Hier geht es irgendwie gar nicht mehr weiter. Oh, er chillt hier. Oh, hier geht's hoch. This way? This way, good. Have a good one. Ja, da habe ich dann immer mein Fahrrad gespottet, wo das gerade ist. Konnte ich sehen, dass es im Flieger ist. Und wie ich dann in Singapur ankam, konnte ich sehen, okay, es ist nicht weit weg von mir, es müsste dann irgendwann auf den Laufband kommen und so war es dann auch. Also ist ganz nützlich, vor allem wenn es dann wirklich mal verloren geht, dass man dann auch weiß, wo ist es denn verloren gegangen, weil die Airline, die weiß ja meistens nichts. Ne? Das ist dann irgendwie auf wundersame Weise verschwunden und du hast dann einen GPS-Sender, dann kannst du dann zeigen, hey Jungs, hier und da ist es. So, und das ist die Helixbrücke. Sind wir da auch schon. Schlag auf Schlag, ein Highlight jagt das nächste. Da unten eine riesen Baustelle, weil der nächste Wolkenkratzer
gebaut. Ja, es ist schon beeindruckend hier. Das ist, glaube ich, das Finanzzentrum hier drüben. Und das ist die Helixbrücke. Sehr schön. Was das hier allerdings ist, keine Ahnung. Es macht schon Laune, hier lang zu fahren, weil man ist halt wirklich viel flotter unterwegs, als wenn man das Ganze ablatscht. So, ja genau, das hatte ich irgendwie auf Google Maps mal gesehen, weil ich bin hier mal über die Karte gewandert, virtuell, und habe gesehen, dass es hier nur Treppen gibt. Also müssen wir hier jetzt mal kurz absteigen und runterlatschen. Hier chillen sie. Ja, Singapur soll ja sehr, sehr grün sein. Da bin ich auch mal gespannt. Ich habe noch 2 Touren vor. Mal gucken, wie ich das zeitlich schaffe. Kann ich nichts versprechen. Eine werde ich auf jeden Fall noch mal machen. Ob die dritte klappt, weiß ich nicht. Muss ich mir entscheiden, was ich mache, welche Tour. Es gibt hier so einen kleinen Berg, der Mount Faber. Da geht eine Seilbahn dann rüber auf die vorgelagerte Insel, dessen Name ich jetzt schon wieder nicht mehr weiß. Irgendwas mit S. Samosa, ja, keine Ahnung, Samosa. Ja, dass ich das vielleicht mache. Da kann man aber auch rüberfahren, über eine Brücke dann. Ist auch frei für Radfahrer. Oder, oh, guckt ihr ihn hier an. Geil. Krass. Oder die Green Mile, oder nicht Green Mile, der Green Corridor. Das ist so eine alte, stillgelegte Bahntrasse. Mal gucken, was ich mache. Und der Kollege, was hat er vor? Er sucht was zu essen. Ja, Job, mein lieber Schwan. Oh, hier regnet's. Eieiei. Leihräder, also wirklich überall, aber die muss man, glaube ich, dann auch wieder an bestimmten Stationen abgeben. Die kann man auch nicht einfach irgendwo abstellen. Also so bei uns gibt es ja auch so Zonen, wo man die dann abstellt, aber hier gibt es dann anscheinend nur Stationen, wo die abgestellt werden dürfen. Den Jogger da vorne, den habe ich jetzt, glaube ich, schon 5-mal überholt, weil ich immer wieder anhalte, irgendwas filme oder ein Foto mache und jedes Mal kommt er dann wieder. Ganz schöner Hoppel, jetzt mit meiner geschmissen jetzt. Sabalot. Stay by the bay. Das reimt sich. Da wird für Leib und Wohl gesorgt. So, schauen wir mal, was noch so kommt, ob das schon war. Da drüben ist so eine Art Damm. Kann sein, dass das schon wieder dann der Wendepunkt ist. Ich vermute es stark. Und dann auf der anderen Seite, oh Vorsicht, auf der anderen Seite geht es dann durch so eine Art Park, so eine Insel, ziemlich grüne Insel, wenig Bebauung, zumindest sah es auf der Karte so aus. Schauen wir mal, aber jetzt muss ich erst mal gucken, wo die Krümelspur lang geht. Irgendwie da vorne und dann links. Jetzt Gallery, irgendein Museum. Ah, hier. Hier müssen wir links. Slow steht hier. Slow. Slow down. Ich slow down. Das ist hier gar nichts. Leer. Es gibt auch noch leere Immobilien hier. Man hört und staune. Ah ja. Hier geht es aufs offene Meer dann.
ganzen Tanker liegen hier vor der Küste. Und hier nochmal ein schöner Ausblick rüber auf die Innenstadt. Ja, jetzt schauen wir mal, was da drüben noch so ist. Und dann war's das schon. Kurze Runde, kurzes Video. Wobei ich mag es wahrscheinlich wieder viel zu lang. So, und das ist jetzt die andere Seite. Von da drüben kamen wir, oder ich. Das war die Betonseite und hier ist die grüne Seite. Die Inselseite, die Naturseite. Und auch wenig los, wie man hier sieht. Also weit latscht natürlich keiner. Ne? Die latschen natürlich alle da drüben und auch bloß das Nötigste. Und hier führt sich eigentlich so gut wie niemand. Ein paar Radfahrer vielleicht, so wie der da vorne und ich. Aber ja, würde ich echt empfehlen, hier mal so ein Rad auszuleihen da bei einer dieser etlichen Stationen und einfach mal hier rumfahren. Das ist nicht weit, das sind, ich glaube, 20 Kilometer. Allerdings gerechnet jetzt von meiner Unterkunft. Also das, ja gut, war jetzt auch nicht so weit weg. Lass es 17 sein vielleicht. Und das ist ja eine schöne Runde. Da kann man schön gemütlich rumradeln und hat man immer einen super Blick, wie man hier sieht. Drüben das Hotel wieder. Und ach Mensch, wo ist denn eigentlich den Apple Store, wollte ich ja noch zeigen. Das muss irgend so eine Glaskugel sein. Den kann man nämlich nur durch eine Mall erreichen, unterirdisch. Durch einen Tunnel. Man kann vom Ufer aus diesen Shop nicht betreten, aber mir ist jetzt gar nicht aufgefallen. Das ist irgendwie so ein Ball, so ein Glasball. Vielleicht kommen wir da noch dran vorbei. Ich schaue auf jeden Fall, dass ich den noch finde. Also wie gesagt, da muss man in die Mall rein, dann runter, dann durch einen Tunnel und dann kommt man in diesem Shop raus, der irgendwo mitten da in dieser Bucht aufgebaut wurde. So, hier ist ein ganz schöner Verkehr, man muss Obacht geben, nicht so viel filmen, nach vorne schauen, Concentration. Und es wird alles hier instand gehalten, sauber gemacht. Schau dir das an hier. Und jetzt komme ich und Max wieder alles durcheinander. Es liegt kein Müll hier rum, keine Matratzen ausgesondert oder Bettgestelle oder jeglicher anderer Müll, der einfach irgendwo am Straßenrand oder am Glascontainer entsorgt wird. Nein, es geht auch anders. Ja, man muss es bloß durchsetzen. So, wieder unter der riesengroßen Brücke durch. Ja, die ist schon gigantisch. Guckt dir das mal an. Ja, und was fällt euch auf? Es ist sauber, es sind keine Graffitis an den Brückenpfeilern. Hier schläft auch niemand oder wohnt oder sonstiger Müll, der hier abgelagert wird. Es ist einfach blitzeblank sauber. Da sieht man mal, dass es auch anders geht. So, und wo muss ich jetzt lang? Hier sind 1000 Gatter. Muss ich wieder eine Treppe nehmen? Nein, ich kann hier durch. Sehr gut. Dann machen wir das. Tschang. Weiter geht's. Hier gibt es ja immer so kostenlose Trimmdich-Geräte in den Parks, genauso wie in Thailand. Kann man sich dann verausgaben, ein bisschen den Oberkörper trainieren oder ja, eigentlich den ganzen Körper. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, ich glaube der Apple Store war da, wo die Jungs an den Scheiben klebten und das Gebäude sauber machten. Irgendwie war ich da so abgelenkt, habe den nicht gesehen, aber man möge es mir nachsehen, ich bin völlig übermüdet. Ich habe quasi eine ganze Nacht nicht geschlafen, bin völlig durch den Wind. Ich komme mir vor wie ferngesteuert. Und ja, dieser Löwe, der Wasser spuckt, der war wohl irgendwie am Ende der Brücke, da wo die Stufen waren. Da musste er irgendwo gewesen sein, habe ich auch nicht gesehen. Aber für euch fahre ich da jetzt extra nochmal hin, damit ich es euch zeige. Und dann ist das Ganze auch komplett.
Schwerstarbeiten. Sehr gefährlich. Jetzt mault der Wahoo, ich habe keine Ahnung. Ich fahre jetzt einfach mal hier am Wasser weiter entlang. Egal. Das ist nicht das Verkehrteste, bevor ich jetzt Gott weiß wo lang fahre. Weil die Route geht jetzt, glaube ich, wieder zurück zum Hotel und ich will ja noch mal eine halbe Runde machen. Oh, da drüben ist so ein Kampfflieger oder so ein Militärflieger, so ein fetter Bomber. Seht ihr den im Stadion? Krass. Genau, also wir fahren jetzt noch mal eine halbe Runde und dann, was haben wir denn hier? Hier ist auch noch mal eine lustige Brücke. Also die schauen wir uns auch an. Ja, also meine Route würde jetzt hier weiter geradeaus gehen. Aber da geht es dann wieder zu mir heim. Wir fahren jetzt noch mal eine halbe Runde, wie gesagt. Und diese lustige Brücke hier, die will ich auch noch befahren. Oh, hier ist auch schon wieder Baustelle. Überall wird erneuert und verschönert. Klingelingeling. Hier kommt der Frank Wetterlöhr. Grazie. Oh, jetzt war ich wieder rechts. Ja, irgendwie bin ich noch im europäischen Modus hier. Ich muss mir das wieder umgewöhnen. Komischerweise daheim zieht es mich immer nach links. Also wenn ich dann irgendwie auf der Straße fahre, habe ich immer so einen Linksdrall, weil ich dann irgendwie das Asien gewöhnt bin. Jetzt bin ich hier, jetzt fahre ich da auf der rechten Seite. Ich schiebe es mal auf die Umnächtigung. So, jetzt nochmal gucken. Jetzt habe ich irgendwie völlig die Orientierung verloren. Waren wir hier heute schon mal? Keine Ahnung. Das muss aber auch treffen hier, ne? Weil sonst geht es hier die Stufen runter. Ach ne, da geht's. Das ist auch eine Rampe. Alles gut. Ist ja gut, krieg dich wieder ein. Riesenbank. Hier haben wir so Holzplanken. Das ist aber auch gefährlich dann, wenn es mal nass ist. Da muss man Obacht geben. So, irgendwie habe ich jetzt gar keinen Plan. Ich bin heute hier schon mal lang, aber irgendwo. Ach, das war wahrscheinlich auf der anderen Seite von diesem Stadion, oder? Keine Ahnung, ich bin völlig verwirrt jetzt. Haben wir das Stadion heute schon mal gesehen? Also so nah? Ja, übrigens habe ich auch gar nichts gezahlt fürs Rad, also für den Transport im Flieger. Das war also inklusive der normalen Freigepäckmenge. Ich hatte 23 Kilo frei. Man muss dazu sagen, ich habe auch den Post Carry, diesen sehr kompakten Radkoffer, und er hat es gar nicht geschnallt beim Check-in, dass da ein Rad drin ist. Er hat mich dann zwar gefragt, was da drin ist. Ich habe gesagt, naja, so meine Sachen halt, mein Zeug, habe ich gesagt. Dann hat er gar nicht weiter nachgefragt, hat das halt Bläbberler drauf. Und dann hat er noch gefragt, aber nichts Gefährliches, irgendwie Akkus oder was Brennbares. Ich habe gesagt, nein, nichts Gefährliches. Und dann ging das Ding sogar übers normale Gepäckband, also beim Check-in-Schalter. Normalerweise kommt ja immer so ein Hiwi und schafft es dann auf so ein Wägelchen, fährt es dann weg, oder man muss es irgendwo zu den Oversized Luggage Schalter da bringen, zu dem, na, ihr wisst schon. Und diesmal, nee, das ging ganz normal als Koffer da rein und kam auch übers normale Gepäckband. Als Franke muss man da Obacht geben, da sagt man gerne Gepäckband, kam das dann wieder zurück und hat mich 0,0 Euro gekostet. Normalerweise verlangen die da schon was irgendwie, also mindestens
120 Euro. Bei Thai Airways waren es mal $150, das waren 133 Euro. Bei Kuwait Airlines, als ich nach Phuket flog, wollten die 200 haben. Aber bei Singapore Airlines bin ich jetzt zweimal geflogen, war immer inklusive, war kein Problem. Gute Airline. Oh. Mad Max, schau dir das an. Das war die Duck Tours. Der kam jetzt hier, ist über die Rampe und rein wie James Bond mit seinem Aston Martin. Der konnte auch mal tauchen damit. Ja, schön, dass wir das noch eingefangen haben. Das sah jetzt spektakulär aus. Und schon geht es wieder los auf neue Tour. So, jetzt sind wir wieder da. So, hier Teil der Formel 1 Strecke. So nah war ich noch nie an der Formel 1 Strecke. So, jetzt fahren wir mal die andere Brücke. Da drüben ist die Helixbrücke. Hier, wo die fährt, bin ich vorhin gefahren. Hier unten durch. Und dann da drüben auf die Brücke. Natürlich ist die schöner. Aber der Vollständigkeit halber fahren wir die jetzt auch mal. Bloß die da oben, die fahren wir nicht. Das ist, glaube ich, der Highway. Ja, kein Wunder, dass ich das nicht sah, weil ich bin ja die erste Runde hier lang. Und ich müsste eigentlich hier entlang, damit ich den Rest sehe. Also machen wir das mal. Ich bin ja hier die Stufen runtergekommen. Die dort. Ja, wo hier die Jungs alle rumliegen und chillen. Da kam ich runter, bin hier weiter, aber jetzt muss ich hier lang. Ja, dann kann ich das natürlich nicht sehen. Aber jetzt fahren wir hier schön unter der Helixbrücke durch. Alles nass hier, will mein Rad nicht putzen. Naja, das war kein schlechter Blick hier. Ah, da drüben ist er, da drüben ist der Löwe. Seht ihr den? Ich weiß nicht, ob man das sieht auf der Kamera, aber da ist der Fountain, da der Wasserspucker, Löwe und Drachen in einem. Da sind ja die ganzen Leute, machen alle ihre Instagram-Fotos. So, da müssen wir jetzt auch hier einmal rum. Ja, den Apple Store, ja, keine Ahnung, der ist auch irgendwo. Ich weiß nicht, ob ich den noch finde. So, wo muss ich lang? Schwierige Entscheidung. Ich nehme die hier. Ah, alles richtig gemacht, da wären Treppen gekommen. LVMH darf auch nicht fehlen. Louis Vuitton. Ja, die LVMH-Aktie steht bei 700 Euro ungefähr. Ah, hier, na, dann haben wir doch, da ist auch der Apple Store, da haben wir doch jetzt alles beieinander, genau. Und hier ist diese Mall, the Shops at the Marina Bay Sands, da muss man rein, runter und dann hier irgendwie unter dem Beton geht es dann unter das Wasser durch in den Shop. Man kann also den Shop hier vom Ufer aus gar nicht erreichen. Schaut her, das ist eine wie sagt man, externe Kapsel, abgesondertes Ladengeschäft. Ich kann heute nicht mehr denken, ich bin so durch den Wind, aber da geht zwar eine Brücke rüber, aber da laufen mal welche, aber meine Information war, dass man von hier aus nicht rüber kann oder darf, sondern es geht hier rein und dann unterirdisch rüber. Aber wir schauen es uns mal an. Es kann ja sein, dass sich alles ein bisschen geändert hat. Na, man muss ja auch ein bisschen mit der Zeit gehen. Schauen wir mal. Okay, es ist jetzt anders. Man kann auch über den Steg.
sind das? Riesenventilatoren tatsächlich. Da kann man sich drunter stellen und sich mit Wind berieseln lassen, wenn es einem zu warm wird. Sachen gibt's. Ach komm, wir fahren mal hier lang. Hier ist keiner. Ja, das ist so das typische Postkartenmotiv hier. Hier machen sie immer alle Fotos. Momentan ist hier gar keiner. Wahrscheinlich alle vorne hier bei dem Löwen. Aber hier hat man so fast alles auf einen Blick, auf einem Bild. Und hinter einem Financial District. So, wo ist denn jetzt der Knirch? Da drüben. Nochmal hier rum. Hier wieder Fahrräder en masse. Anywhere ist die andere Marke, die grünen. Also gibt es einige Anbieter hier. Wie gesagt, ich eruiere es noch und vielleicht blende ich es mit ein, wenn ich es nicht vergesse. Oh, hier wird wieder gebaut. Fahren wir durchs Tor? Ja, wir fahren. Oh. Nein, wir lassen es, wir müssen absteigen und schieben, aber jetzt kommen wir was drauf. Es kann teuer werden hier. Was ist denn das hier überhaupt? Ach, das ist ein Hotel. The Fullerton Bay Hotel. Okay. So, wo ist denn jetzt das Teil? Jetzt finde ich es wieder nicht. Es muss doch hier irgendwo sein. Drüben irgendwo, oder? Eieiei. Ich finde ihn nicht. Ist er das dort? Er ist auch nicht. Ja, sag mal. Stell ich mich so dämlich an. Ich finde das Teil nicht. Das ist bestimmt da hinten jetzt. Wahnsinn. Habe ich es endlich geschafft. Unglaublich. Jetzt ist das ja wirklich nicht groß. Aber wie gesagt, ich bin völlig platt heute. Ab Nachsicht. Dafür gibt es solche Bilder. Excuse me. Alle machen so schöne Bilder hier. Ah, hier ist er. Also, dann haben wir das auch komplett. Dann können wir die Tour abbrechen, können wir wieder zurückfahren. Oh, die donnern hier einfach runter. Mache ich das auch? Das mache ich jetzt auch. Wow. Oh yeah. Da haben wir ihn. Eieiei, schaut euch an die Leute. Jeder will das beste Bild haben. So, okay. Hier lang das Video. Okay, muss man keinen Samt fahren. Okay, das war's von der Marina Bay. Erste Tour. 1,5 Mal umrundet, weil ich Dödel nicht alles gleich gefunden habe. So, schön aufspannen. Ne? Und dann schauen wir mal, was uns noch so erwartet. Wir sehen uns beim nächsten Video. Gehabt euch wohl. Signing off.